Jetzt geht's aber besser weiter. Aber viel zu einfach, meiner Meinung nach. Freue mich schon auf die schweren Level. Ja, ja. Die sollen aber wirklich sehr schwer sein. Und wir werden ja sowieso noch befördert, also wir steigen quasi die Karriereleiter hoch. Wir sind jetzt der einfache Officer und wir müssen jetzt quasi aufsteigen zum Kommissar, Oberkommissar. Und je nachdem, in welchem Rang wir sind, bekommen wir auch Mordfälle, die richtig hart sind. Und jetzt natürlich so einfacher Klipperadatsch hier. So. Was steht da? Go slow and see... Was steht da? And see your town. Go fast and see your jail. So, cool. Also wenn du langsam fährst, kannst du die Town sehen. Wenn du zu schnell fährst, dann kannst du das Gefängnis sehen. Was ist das denn hier? Wie kann ich hupen? Go straight over the intersection. So. Ich fahre jetzt mal ohne Blaulicht, weil die berühmte Bambusleitung. Ja, genau. So, was soll das denn vor mir? Was ist das denn? Sonntagsfahrer. Ich glaube, ich fahre auf der falschen Seite. Ich glaube, jetzt fahre ich wieder auf der falschen Seite. Das gibt's doch nicht. Könnt ihr das nämlich hier ausschildern, wo ich wie lang zu fahren habe? Wobei, der fährt ja auch einfach nach links. Oh Gott, diese Ampeln immer. Und in Amerika ist es ja so schlimm, dass es ja wirklich nur Kreuzungen gibt hier. Achso, ist ja grün. So, bin ich echt mal gespannt, was jetzt raus wird mit der Waffe. Was macht denn der? Achso, der will rechts ranfahren. So, da vorne ist auch schon. Stopp. Ach, warte mal einfach mal. Da bist du. Ja, ich bin zurück. So, wow, die Verzögerung muss ja echt hart sein. Da bist du. Ist die Verzögerung so hart, dass, weil damit jetzt erst Andi schreibt, da bist du? Was ist das denn ja eigentlich? Es ist rot. Es ist rot. Verdammt nochmal. Da fahren die einfach. Bin ich der Einzige, der hier anhält? So, nächstes Mal bleibe ich bei meiner Meinung. So, wir müssen jetzt hier irgendwie mal... Da ist ein Parkplatz. Ja, aber ich hätte eigentlich auch gesagt, sie lügt. What can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Caillou. Edgar Caillou was his name. Thing looks like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Caillou? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Warte mal, wie hieß der? Okay, wenn wir also wieder mal Leute befragen müssen, dann höre ich nur mal auf dich. Da bin ich mal gespannt. So, Personen. Ach nee, der heißt Kalu. Ich habe gedacht, die zwei sind verwandt. Aber ich wette, sie hat ihn umgebracht. Oder ich weiß es nicht. Mal schauen, wer es war. So. So, Juweliergeschäft. Arbeitgeber des Verdächtigen Edgar Kalu. Ah, das haben wir also wieder zurück. So. Ja, hört 2 bis 3 Mal auf mich, dann sehen wir die Erfolgsrate. Ich sage mindestens 6. Das ist mir zu wenig, also mindestens 90%.
Bei Conan ist es auch jedes Mal richtig, was er sagt. Zu 99%. Ach, hier gibt es schon richtige Ampeln. Cool. So, schauen wir doch mal weiter. So, hier ist ja das Juweliergeschäft. Juwelier Hartfields, 2:36 Uhr Nachmittag. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Ja. Das sind mir die Liebsten. So, wo ist er denn? Ach, da. So, na gut, er holt für uns gerade nur den Chef. Ach so, nee, warte, er ist nicht der Chef, er ist nur Arbeitgeber. Also, er ist nur Arbeitnehmer. Too late, Kalu! Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Ach, was, der war der Mörder und warum? Was war das Motiv? The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, boyo, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Auf Yes, keinen sir. Fall. I think I am. Nein, auf jeden Fall nicht. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Genau, das war an dich, Pocket Champ. Das ist deine Chance, enttäusche mich nicht. So, jetzt kommt Pocket Champ ans Spiel. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. So, fragen wir doch erstmal nach der Schießerei. Let's talk about the shooting. Und genau auf die You Mimik deny achten. shooting Everett Gage. I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Ich hätte fast gesagt, der sagt die Wahrheit, weil... Was hat er gesagt? Ich habe schon vergessen. Aber wie sie wieder sagt, nee, wobei, der war ziemlich offen. Der war ja ziemlich offen. Also ich hätte fast gesagt, er sagt die Wahrheit. So, bin ich mal gespannt. Ich kann mal ganz schauen.
Wobei, hier ist ja nichts, was er jetzt... das war eine einfache Aussage. Was? Nein, Quatsch. Ja, reden wir über die Sache. Ich bin Geschäftsmann, ich habe ein Juwelgeschäft, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Mein Anwalt kann es das nicht erklären. Ach so, nee, warte mal. Also, das hab ich vergessen. Figman schwierig, dass Kalu einen Boeing mit Seriennummer reinigen ließ. Ja, gut, das sagt aber auch nicht. Belege für Perlenohrringe, ausgestellt von der Bank auf Arcadia Bay. Arcadia Schießerei. Ja, aber er sagt jetzt die Wahrheit oder nicht? Mordwaffe gewartet. Er weiß von nichts. Kann ich mir den mal anschauen? Ich zweifle es mal an. You blew a man out of his socks over an empty blood, you son of a bitch. Do you think I have sympathy for you? That's the way. Keep needling me. Try the rough stuff, and my lawyer will be making an official complaint. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Ja, Pokerchamp. Hättest du auch gesagt. Ich hätte es nicht geschrieben. Ja, sie enttäuschen mich. Ich gehe ja schon. Beruhigen Sie sich mal. Upsala. Ja, okay. So, man, das immer wieder. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. So. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Ach, wir haben ja auch nichts einzuwenden, dass er als dass er nichts weiß. Ich drück mal 3. Eine Lüge. Also muss es jetzt stimmen. Es könnte auch eine Lüge sein. Wahrheit, Lüge. 1 oder 3. Wahrheit. Aber er hat ihn doch umgebracht. Come on, Mr. Kalu. Make this easier on yourself. Get it off your conscience. You think I'm stupid? You think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Ich habe jetzt auf Pocketchamp gehört, aber ich hätte jetzt persönlich gesagt, er lügt. So. Ich glaube, der schlägt uns bald zusammen. Ich hasse es jetzt schon. So, ich glaube, er lügt. Ich glaube, er lügt. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. Genau. Kaltblütig erschossen. Ich sage Lüge. Ja, ich würde auch sagen Lüge. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Naja, komm, jetzt werd mal fertig hier. Information. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Und wieso hat er dann gewartet, wenn es vor ein paar Monaten? You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? Ja, ist so. What the Nebbishes will recall when it suits them. So, was? Mögliches religiöses Problem? Warum? Ist er Jude oder was? Ich frage mich, was der Kackpop jetzt als nächstes fragt. Es geht doch so weit, ja. Ach, dieser kleine Neuling. Der weiß aber auch nichts. Ja, und? Was schaut er mich eigentlich so an? Ich schaue ein bisschen weg hier, also. Ja,
Gott, ich habe ihn Didn't I ask for a umgebracht. lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Das könnte sogar fast eine Wahrheit sein, weil ich glaube, oder haben wir irgendwas zu ihnen? Ratenzahlungsbeleg ist das Einzige, was jetzt irgendwie jüdisch wäre. Aber sonst haben wir nichts um irgendwas. Mögliches Motiv ist rassistisch bedingte Feindschaft zwischen Kalu und Cage. Der lügt doch auch schon wieder. Der lügt. Ich sag, der lügt. Upsala. Ja, der lügt. Oder anzweifeln. Das ist echt kompliziert jetzt. Ich sage, der lügt. Denn wir haben Augenzeugen. You're lying, Kalu. I think you lent Gage money, and he owed you payment. I don't know what you're talking about. Sie haben ihm Geld geliehen. Hä, wir haben doch keinen Beweis dafür. Ich hätte jetzt eingeworfen, dass sie sich oft gestritten haben. Ratenzahlungsbeleg. Beleg für Rolf. Ja. Nee. Looks like I was mistaken. Dann zweifle ich das mal an. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Tja. Masterfully done, Officer Phelps. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing. Da hat er sie also umgebracht, weil er in der Handelskammer sitzt und er hat jeden Antrag quasi, den er gestellt hat, ablehnen lassen. Und dadurch hat ihn getötet schlussendlich. Quasi als so ein bisschen Rachekauen. Nee, doch so ein bisschen Rachekauen das sehen, weil der hat ihn ja umgebracht, weil ja. So, so. Jetzt sind wir aufgestiegen. Jetzt haben das Tutorial bestanden und wir haben solide Ermittlungsmethodik, Befähigung an der Dienstwaffe, höchste physische Leistungsstärke, ausgeprägte Verhörsinstinkte. Ja gut, das letzte kann man ein bisschen bestreiten. Und auch das zweite und eins würde ich fast sogar sagen. Hey, Taubewert!